Wenn du selbstständig bist und deine Buchhaltung selbst machen möchtest, dann hast du eine Auswahl von einer ganzen Reihe von Buchhaltungsprogrammen. Und in diesem Video schauen wir uns Lexware Office mal etwas genauer an. Lexware Office ist ein Cloud-Buchhaltungsprogramm, das sich speziell auf Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen konzentriert und spezialisiert hat. Und Lexware Office gibt es schon wahnsinnig lange. Das hieß bis vor kurzem noch LexOffice und LexOffice ist jetzt zu Lexware Office geworden. Aber tatsächlich das Unternehmen dahinter, Haufe Lexware, baut schon seit Jahrzehnten Buchhaltungssoftware und jeder auch, der in der Branche Steuerberatung arbeitet, der kennt das Unternehmen Haufe und Lexware, weil die einfach gefühlt schon immer da sind. Und das merkt man auch, weil man merkt in der Funktionalität, in dem Aufbau von Lexware Office, da sind wirklich Profis am Werk und die Software ist schon sehr ausgereift. Das heißt, wenn man auf den reinen Funktionsumfang schaut, dann ist Lexware Office das Cloud-Buchhaltungsprogramm, was die breiteste Funktionspalette hat. Das heißt, du kannst deine Rechnungen schreiben. Natürlich kannst du die gesamten Dokumente rund um deine Rechnungen damit schreiben, also Angebote und Mahnungen und so weiter. Du kannst natürlich auch die eingehenden Rechnungen empfangen, verarbeiten und buchen. Und letztendlich besteht deine Buchhaltung ja nicht nur aus den Ausgangsrechnungen und den Eingangsrechnungen, sondern auch aus deinem Bankkonto oder deinen Bankkonten. Die kannst du alle mit Lexware Office verknüpfen und dann hast du in Lexware Office einen Überblick über alle deine Geschäftskonten und zum Beispiel auch über dein berufliches, betriebliches PayPal-Konto. Und dann kannst du allen einzelnen Transaktionen immer den jeweiligen vorher erfassten Beleg zuordnen. Und das Ganze machst du natürlich nicht zum Selbstzweck, sondern weil das Finanzamt was von dir möchte. Und da kannst du dann anschließend, nachdem du denn die Geschäftsvorfälle erfasst hast, unterschiedliche Auswertungen aus Lexware Office bekommen. Sei es eine Einnahmenüberschussrechnung oder eine Bilanz oder auch eine Umsatzsteuervoranmeldung oder eine zusammenfassende Meldung. All das bekommst du direkt in Lexware Office und kannst das auch direkt aus Lexware Office an das Finanzamt übermitteln. Das heißt, du musst jetzt nicht über Elster Online gehen und jetzt deine Umsatzsteuervoranmeldung oder deine zusammenfassende Meldung jetzt irgendwie händisch übertragen, sondern du kannst tatsächlich die Daten aus deiner Buchhaltung direkt in Lexware Office an das Finanzamt übermitteln. Aber du kannst bei Lexware Office nicht nur die Kernbuchhaltung erledigen, sondern du hast auch noch zwei spannende andere Funktionen. Und zwar kannst du erstens dein Bankkonto bei Lexware Office haben. Ich meine, wenn du selbstständig bist, dann brauchst du ein separates Geschäftskonto. Einfach für die Organisation und die Übersichtlichkeit deiner Buchhaltung. Und da kannst du natürlich jetzt loslaufen und den Geschäftskonto suchen oder du eröffnest dein Geschäftskonto direkt in Lexware Office und bekommst dann eine Lexware Office Bankkarte und ein Bankkonto. Und dann ist das Ganze natürlich ideal miteinander verknüpft. Ich meine, wenn du ein Bankkonto in deinem Buchhaltungsprogramm hast, dann geht es ja nicht tiefer miteinander verwoben und das führt dann dazu, dass du natürlich in der Buchhaltung erheblich schneller bist, weil einfach Zahlungen schneller erkannt werden und dann jeweils zugeordnet werden. Und wenn du Mitarbeiter einstellen solltest, dann musst du für diese Mitarbeiter Gehaltsabrechnung erstellen. Und tatsächlich kannst du das auch optional zu Lexware Office dazu buchen. Das heißt, du kannst in Lexware Office die Gehaltsabrechnung deiner Mitarbeiter erledigen. Oder du hast vielleicht eine GmbH und stellst dich selber in deiner GmbH an. Auch dann musst du Gehaltsabrechnung erstellen und das kannst du auch direkt in Lexware Office machen. Das sind Funktionen, also das Bankkonto und die Lohn- und Gehaltsabrechnungen, die andere vergleichbare Anbieter so nicht anbieten und ist definitiv ein Alleinstellungsmerkmal von Lexware Office. Außerdem hat man mit Lexware Office natürlich alle Vorteile, die man hat, wenn man ein Cloud-Buchhaltungsprogramm hat. Und zwar hat man den einen Account, der systemunabhängig ist. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob du nur auf Apple-Geräten oder Windows-Geräten arbeitest oder auf dem Smartphone arbeiten möchtest. Du kannst Lexware Office einfach über den Browser bedienen oder auf dem Smartphone gibt es tatsächlich auch eine Smartphone-App und dann kannst du halt in der App deine Rechnungen schreiben oder deine Angebote rausschicken oder auch die Eingangsrechnungen kategorisieren oder mit Zahlungen verknüpfen. Das heißt, letztendlich machst du all das über deinen Browser oder halt über die Smartphone-App. Und am besten schauen wir uns das Ganze einfach mal zusammen an und dafür nehme ich dich mit auf meinen Bildschirm. Wir befinden uns im Dashboard von Lexware Office. Das heißt, wenn du dich auf der Webseite einloggst, dann landest du als erstes einmal auf diesem Screen. Und hier oben auf der linken Seite siehst du den Kontostand bzw. all deine Kontostände von allen Bankkonten, die du entweder bei Lexware Office direkt hast oder von allen Bankkonten, die du hier verknüpft hast. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe für einige meiner Unternehmen halt mehrere Geschäftskonten und es ist immer einfacher, einfach mal kurz auf dem Smartphone in die Lexware Office App reinzuschauen, die Bankkonten zu aktualisieren, als mich in allen Online-Banking-Konten einzeln einzuloggen. Das heißt, ich nutze tatsächlich auch die Lexware Office App für mein Finanzmanagement. Und direkt darunter sehe ich in der Übersicht, dass ich noch einiges zu tun habe. Also hier meine Aufgaben. Bei
den Einnahmen gibt es noch 5 offene Posten. Es gibt schon überfällige Rechnungen, da sollte ich mal langsam überlegen, ob ich Mahnungen schicke. Ich habe aber auch bei den Ausgaben noch einiges zu erledigen und zwar gibt es auch da überfällige Ausgaben. Das liegt vor allem tatsächlich daran, weil ich hier die Zahlungen noch nicht verknüpft habe. Man sieht also, das ist mein tatsächlich echter Account, mit dem arbeite ich auch selbst. Ich nutze nämlich für einige meiner Unternehmen Lexware Office für die Buchhaltung. Dann habe ich auch 3 offene Angebote noch mit einem gewissen Betrag und Belege, die ich einfach schon mal hochgeladen habe und die ich jetzt hier noch in Lexware Office verarbeiten muss. Wie kann das Ganze passieren? Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und ich habe zum Beispiel eine Taxiquittung oder einen Bewirtungsbeleg, dann mache ich mit der Lexware Office tatsächlich einfach nur ein Foto und lade damit den Beleg direkt bei Lexware Office rein. Und ich habe meistens ehrlicherweise beim Taxi aussteigen oder im Restaurant keine Lust, das direkt sofort zu kategorisieren. Muss ich auch gar nicht. Ich habe ihn nämlich jetzt digitalisiert, habe ihn hier in meinem Lexware-Account und kann dann das nächste Mal, wenn ich mich an die Buchhaltung ransetze, einfach in Ruhe kategorisieren und richtig zuordnen. Die Belege, also die Rechnung, die ich per E-Mail bekomme, die leite ich einfach weiter. Denn bei Lexware Office hat man eine E-Mail-Weiterleitungsadresse. Und das ist relativ bequem, weil jedes Mal, wenn ich halt per E-Mail eine Rechnung bekomme, leite ich das Ganze einfach weiter. Dann wird das Ganze hier quasi einfach geparkt. Und das nächste Mal, wenn ich mich an die Buchhaltung setze, dann habe ich die Belege auch hier drin. Deswegen gibt es hier offene Belege, an denen ich noch arbeiten muss. Außerdem sehe ich eine Übersicht über meine steuerlichen Verpflichtungen. Und zwar geht es hier um die Umsatzsteuer. Man sieht im vorherigen Zeitraum, also im letzten Monat, hatte ich eine Umsatzsteuererstattung von 188 € und im laufenden Zeitraum, also im laufenden Monat, muss ich voraussichtlich knapp 1.800 € an Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen. Außerdem sehe ich hier dann auf der rechten Seite, wie das Jahr bisher so lief. Und da kann ich zum Beispiel auch jetzt das letzte Jahr auswählen und sehe schon mal auf dem ersten Blick, dass ich im letzten Jahr ungefähr 35.000 € Gewinn gemacht habe und in diesem Jahr, ja, das läuft ja noch, ich aber bisher einen Gewinn gemacht habe von ungefähr 9.000 €. Das heißt, das ist so mein Cockpit. Wenn ich jetzt meine Buchhaltung erledigen möchte, gehe ich in die Menüleiste und letztendlich arbeite ich mich in der Menüleiste einfach von links nach rechts durch. Und das schauen wir uns einfach mal an. Und zwar gehen wir als erstes auf Belege. In Belege finden wir sowohl die Ausgangsbelege als auch die Eingangsbelege. Also die Rechnungen, die wir schreiben, als auch die Rechnungen, die ich zum Beispiel abfotografiert habe, die ich mir per E-Mail weitergeleitet habe oder die ich hier einfach per Drag und Drop einfach hochladen kann. Und wenn ich hier oben links auf neuen Beleg klicke, dann kann ich zum Beispiel hier auswählen, dass ich eine Rechnung schreiben möchte, ein Angebot schreiben möchte, eine Auftragsbestätigung abgeben möchte, einen Lieferschein, eine Abschlagsrechnung und so weiter. Man sieht, ich kann hier alle Dokumente rund um die Ausgangsrechnungen erstellen. Und wenn ich eine Rechnung erstellen möchte, dann klicke ich hier einfach auf Rechnung und kann dann direkt hier aus dem Interface eine Rechnung erstellen. Und zwar kann ich Kunden anlegen, die kann ich hier per Dropdown einfach auswählen. Und zwar mache ich das Ganze jetzt einfach einmal zum Beispiel der ETL Service GmbH und dann filter die Felder jeweils aus. Rechnungsnummer, Kundennummer, Datum wird ausgefüllt, Lieferdatum, das Leistungsdatum oder aber auch der Leistungszeitraum, den kann ich hier auswählen. Also je nachdem, was es denn jeweils ist, kann ich hier das Datum auswählen und angeben und dann kann ich hier die Belegposition angeben. Belegpositionen kann ich auch vorher anlegen, das heißt, ich kann Produkte oder Dienstleistungen, die standardisiert immer wieder auf meinen Rechnungen auftauchen sollen, hier anlegen und diese angelegten Services oder Produkte kann ich jetzt hier einfach auswählen oder ich kann einfach als Freitext hier was reinschreiben, zum Beispiel einmal Beratung für einen Tag zum Preis von 2.000 € und dann kann ich den Umsatzsteuersatz auswählen, entweder 0, 7 oder 19, abhängig davon, was ich da jetzt genau gemacht habe. Standard ist 19% und dann schreibt er hier 2.000 € netto plus 19% Umsatzsteuer sind 2.380 €. Ich kann natürlich jetzt noch einen Rabatt hinzufügen, muss ich auch nicht. Ich kann hier die Zahlungsbedingungen reinschreiben, die kann ich auch immer per Textbausteine jeweils überarbeiten, je nachdem, was ich da haben möchte. Das heißt, ich habe ein paar zur Auswahl, ich kann aber auch jederzeit welche anlegen. Und wenn das alles gemacht ist, dann kann ich auf Vorschau klicken und mir die Rechnung anschauen in unterschiedlichen Layouts. Und, steht hier oben rechts auch, das Ganze dann direkt aus Lexware Office als E-Rechnung verschicken. Das heißt, rund um meine Rechnungen, also meine Betriebseinnahmen, kann ich hier alles erledigen. Und ich kann genauso gut meine Eingangsrechnungen hier managen. Das heißt, alle Rechnungen, alle Belege, die du bekommst, die kannst du hier auf alle unterschiedlichen Arten und Weisen hochladen und abladen und dann kannst du sie kategorisieren. Was bedeutet genau kategorisieren? Wir schauen uns das einfach mal an. Ich habe zum Beispiel eine Rechnung bekommen von Cleverloan und dann sehe ich hier auf der rechten Seite auch schon eine kleine Vorschau von dieser Rechnung mit
zusätzlichen Informationen. Wir klicken mal auf die Rechnungen, um diese zusätzlichen Informationen direkt zu sehen. Und zwar sehen wir einmal erstmal die Rechnung, die ist für mich für Lohnabrechnungen für mein Unternehmen. Außerdem sehe ich, wie ich das Ganze kategorisiert habe. Das heißt, wenn ich die Rechnung hochlade, muss ich ja entscheiden, welche Ausgabenart ist das eigentlich? Ist das Werbekosten, sind das Reisekosten oder, wie in dem Fall, sind das Buchführungskosten? Und dann wähle ich on top noch den Umsatzsteuersatz aus, der ja auf der Rechnung ausgewiesen sein muss, in dem Fall 19%. Das bedeutet, ich habe eine Bruttorechnung von 53,55 € und davon sind 19% dann die Umsatzsteuer, die ich mir im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung wiederholen kann. Was man hier außerdem sieht, ist, dass ich diesen Beleg schon bezahlt habe. Und zwar am 18.03.2025 von Bank. In dem Fall von einem Geschäftskonto, was ich da habe. Das heißt, in diesem ganzen Bereich Belege kann ich alle meine Belege, unabhängig davon, ob es Ausgangs- oder Eingangsbelege sind, verwalten. Den nächsten Arbeitsschritt und den nächsten Abschnitt findest du im Bereich Finanzen. Denn nur die Eingangs- und Ausgangsrechnungen zu erfassen reicht nicht aus. Du musst sie jeweils auch noch verknüpfen mit deinen Zahlungen. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung erstellst. Warum? Weil bei der Einnahmenüberschussrechnung immer der Zahlungszeitpunkt entscheidend ist. Das heißt, wenn du hier die Belege erfasst, anschließend die Belege aber nicht mit dem Bankkonto verknüpfst, dann sind die steuerlich noch nicht wirksam. Also dann versteuerst du nicht die Einnahmen und setzt auch die Betriebsausgaben nicht ab. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen klicken wir einmal auf Finanzen, sehen, wir können Kasse hier führen oder wir gehen einmal in die Bank und dann sieht das folgendermaßen aus. Und zwar sehen wir verschiedene Kacheln für unsere Bankkonten. Hier sieht man jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, weil ich nur ein einziges Bankkonto verknüpft habe. Und auf dieses Bankkonto können wir einmal klicken und dann sehen wir alle Transaktionen. Das heißt, alle Kontobewegungen von diesem einen Bankkonto können wir hier sehen. Ich könnte jetzt hier auch sofort ein anderes Bankkonto auswählen und ich kann von hier tatsächlich auch Überweisungen anstoßen und kann dann jeweils zu jeder Eingangs- und Ausgangsrechnung die jeweilige Transaktion sehen und miteinander verknüpfen. Verknüpfen sieht dann folgendermaßen aus. Man klickt einfach auf eine Transaktion, in dem Fall Hetzner Online hat 48 € abgebucht und kann jetzt hier einen neuen Beleg erfassen. Ich kann im Notfall auch ohne Beleg kategorisieren. Das meiste, was man aber macht, ist, dass man einen vorher bereits erfassten Beleg direkt zuordnet. Und wenn ich den entsprechenden Beleg vorher erfasst habe, dann schlägt er ihn mir hier in der Regel schon ganz vorne vor. Das heißt, ich habe jetzt eine Abbuchung von 24.03. in Höhe von 48 € und ich sehe hier jetzt, habe ich eine Rechnung vom 19.03. über 48 €. Das scheint genau die Rechnung zu sein. Den klicke ich drauf, sage Zuordnung übernehmen und habe dann den Beleg mit der entsprechenden Zahlung verknüpft und das wird mir dann hier direkt angezeigt. Das heißt, wenn ich später einmal draufklicke, dann sehe ich tatsächlich hier einmal die Rechnung und kann das auch später nachvollziehen. Außerdem findet man im Menü noch einmal Kontakte. Kontakte sind einmal deine Dienstleister, deine Lieferanten, also die Kreditoren, die du hier anlegen kannst und auch deine Kunden. Und wenn du die hier systematisch sauber anlegst, dann geht die Buchhaltung einfach sehr viel schneller, weil er die Belege schneller erkennt und weil, wenn du Rechnungen schreibst, einfach per Dropdown deine Kunden auswählen kannst. Dann kannst du deine Artikel anlegen. Artikel müssen jetzt keine physischen Artikel sein, können dann auch Dienstleistungsartikel sein. Und unter Buchhaltung findet man verschiedenste Auswertungen, zum Beispiel die offenen Posten, Dinge, die man mit Elster Online erledigen kann, Einnahmenüberschussrechnung, Gewinn- und Verlustrechnung, Kontenübersicht, Buchungsübersicht, Anlagen und so weiter. Wir schauen uns mal ein paar Dinge an und zwar einmal im Bereich Elster sehen wir vor allem die Umsatzsteuervoranmeldung. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Wenn ich zum Beispiel die Umsatzsteuervoranmeldung für den Januar 2025 machen möchte, da kam bei mir eine Zahllast von 188,55 € raus, kann ich tatsächlich hier mit einem Klick direkt übermitteln und an das Finanzamt schicken. Das heißt, ich brauche kein Elster Online oder sonstige Schnittstellen. Ich kann das direkt hier aus dem Buchhaltungsprogramm machen. Das gleiche gilt für die zusammenfassende Meldung, die ich auch direkt hier aus dieser Software übermitteln kann. Und wenn ich nicht mehr weiß, ob ich in der Vergangenheit irgendwas übermittelt habe oder vergessen habe, was ich übermittelt habe, dann finde ich die Übertragungsprotokolle hier auch auf der rechten Seite und dann sehe ich die Historie, dass hier die Buchhaltung in der Vergangenheit gemacht wurde und immer auch übermittelt wurde. Das ist aber nicht alles, denn einmal im Jahr mache ich ja meine Steuererklärung und in meiner Steuererklärung gebe ich eine sogenannte Anlage EUR ab. Und das ist zum Teil bei anderen Buchhaltungsprogrammen immer ein riesengroßes Desaster, weil ich brauche natürlich genau das Formular von der EUR, also der Anlage EUR. Ich brauche keine ausgedachten bunten Balken oder Kategorien und so weiter. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich schon viele Stunden meines Lebens verschwendet, indem ich versucht habe, aus den
selbstgebauten Reports von irgendwelchen Buchhaltungsprogrammen irgendwie herauszurechnen, was denn jetzt in die Anlage EUR gehört. Das Problem hat man bei Lexware Office tatsächlich nicht, und zwar klickt man einfach auf Einnahmenüberschussrechnung, sieht dann auch hier irgendwelche Auswertungen, kann aber tatsächlich auch auf amtliche EUR klicken und sieht dann direkt die Felder, wo das Ganze in die Einnahmenüberschussrechnung gehört. Wenn ich jetzt meine Steuererklärung, also meine Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuererklärung mit Smartsteuer mache, dann kann ich die Daten tatsächlich auch hier direkt übertragen und dann habe ich es direkt in dem Steuerprogramm. Weitere Auswertungen wie zum Beispiel Kontenübersicht, Gewinn- und Verlustrechnung, wenn du bilanzierungspflichtig bist, kannst du hier oben auch jeweils finden. Wollen wir uns jetzt nicht so im Detail anschauen. Was wir uns außerdem nicht im Detail anschauen wollen, ist der ganze Lohnbereich. Wenn dich das Ganze interessiert, dann schreib gerne einen Kommentar unter diesem Video und dann mache ich mal ein separates Video zum ganzen Thema Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit Lexware Office. Das ist also die Übersicht über Lexware Office, damit du mal so einen Einblick und ein Gefühl dafür bekommst, wie funktioniert diese Software eigentlich. Kommen wir zu der vollkommen legitimen Frage, was kostet der ganze Spaß eigentlich? Wir befinden uns auf der Preisseite von Lexware Office und sehen als erstes, dass es 4 unterschiedliche Pläne gibt, und zwar S, M, L und XL. Und wir ignorieren hier jetzt mal den Rabatt, den man eventuell in den ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 12 Monaten bekommt. Wenn du den besten Discount-Code suchst, dann klick mal den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Da bekommst du immer die besten Konditionen, die ich mit Lexware direkt aushandeln konnte. Diese Pläne haben, wie bei jedem Softwareanbieter, natürlich unterschiedlichen Funktionsumfang. Der S-Plan kostet 6,90 € pro Monat und ist zugegebenermaßen für fast nichts zu gebrauchen. Das heißt, der S-Plan ist wirklich für vor allem eine ruhende Selbstständigkeit. Das heißt, wenn du nicht viel machst in deiner Selbstständigkeit, da passiert gerade generell nichts, entweder weil du in Zukunft erst starten möchtest oder weil du aufgehört hast und deine Unterlagen noch archiviert haben möchtest oder wenn du 1, 2, 3 Jahre Pause machst mit deiner Selbstständigkeit, dann kannst du natürlich deinen Account downgraden. Das Ganze sieht man, wenn man sich mal die Funktionen anschaut, dass man nicht mal Rechnungen, Angebote und Lieferscheine in dem S-Plan schreiben kann. Von daher ist das wirklich ein Archivplan. Es ist gut, dass es sowas gibt. Persönlich muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich 6,90 € dafür relativ viel. Wenn du denn aktiv selbstständig bist und Rechnungen schreibst, Rechnungen empfängst und so weiter und, ganz, ganz wichtig, keine umsatzsteuerlichen Verpflichtungen hast, also keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst, zum Beispiel, wenn du Kleinunternehmer bist oder ausschließlich umsatzsteuerfreie Leistungen erbringst, dann ist der M-Plan für dich relevant. Der kostet 11,90 € im Monat. Hier sieht man, in dem M-Plan kann man dann auch Rechnungen, Angebote schreiben, Mahnungen verschicken und so weiter. Aber das ist ganz häufig der Grund, warum der M-Plan nicht ausreicht. Man kann keine Umsatzsteuervoranmeldungen abschicken. Das heißt, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist und Umsatzsteuervoranmeldungen abschicken musst, entweder quartalsweise oder monatlich, das ist ein bisschen abhängig davon, wie viel Umsatzsteuer du im Vorjahr gezahlt hast. Ich habe zu dem Thema Umsatzsteuervoranmeldung auch mal ein separates Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Immer dann, wenn du das machen musst, dann musst du automatisch in den L-Plan wechseln. Und der L-Plan kostet aktuell 19,90 € im Monat. Und damit kannst du tatsächlich in den allermeisten Fällen, also bei den allermeisten Branchen und Geschäftsmodellen, relativ lange und gut arbeiten. Da bekommst du dann auch die jährlichen Berichte, also die Gewinn- und Verlustrechnung oder die Einnahmenüberschussrechnung, hast natürlich die Möglichkeit, Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, zusammenfassende Meldung, du hast natürlich die Rechnungen und so weiter. Das heißt, mit dem Plan kommt man relativ weit. Der häufigste Grund, warum Selbstständige unter Umständen denn doch den XL-Plan brauchen, der dann 29,90 € im Monat kostet, sind die besonderen Rechnungstypen. Wenn du nämlich bestimmte Rechnungen schreiben musst, zum Beispiel Abschlagsrechnungen oder englischsprachige Rechnungen oder X-Rechnungen oder, und das ist so ein bisschen versteckt, EU-Rechnungen, dann brauchst du den XL-Plan. Das bedeutet, wenn du einen Kunden hast im EU-Ausland, dann schreibst du diesem Kunden eine besondere Rechnung. Für eine Beratungsleistung wäre das ein Reverse-Charge-Umsatz. Das bedeutet, die Umsatzsteuerpflicht wird umgekehrt und du schreibst eine Nettorechnung, auf der Rechnung steht dann aber Reverse-Charge-Umsatz. Natürlich könntest du eine Rechnung schreiben, einfach mit 0% Umsatzsteuer. Es ist aber auch wichtig, dass dieser Umsatz richtig kategorisiert wird in der Umsatzsteuervoranmeldung und der zusammenfassenden Meldung und das führt dann leider dazu, dass du den XL-Plan brauchst. Und an der Stelle vielleicht auch eine Einschätzung. Wo bewegen wir uns da eigentlich im Preisrahmen? Natürlich sind 20 oder 30 € im Monat nicht
wenig. Aber wenn man sich mal anschaut, was man dafür bekommt und auch schaut, wie teuer denn die Konkurrenz ist, die in den allermeisten Fällen viel weniger Funktionen haben, muss man ehrlicherweise sagen, Lexware bewegt sich, was das Preislevel betrifft, absolut im Durchschnitt, ist aber im Funktionsumfang überdurchschnittlich. Das heißt, das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Lexware Office ist tatsächlich gut. Und damit kommen wir zum Ende dieses Videos und damit auch so ein bisschen zu den Vorteilen und Nachteilen und meinem generellen Fazit. Erstmal zu den Vorteilen. Lexware Office ist eines, wenn nicht sogar das umfangreichste Do-it-yourself-Buchhaltungsprogramm. Und es funktioniert gut. Es funktioniert reibungslos. Lexware Office hat 300.000 Kunden und ist in dem Segment tatsächlich Marktführer. Und meiner persönlichen Meinung absolut zu Recht, weil ich mit Lexware Office wirklich die allermeisten Geschäftsvorfälle abdecken kann. Gleichzeitig ist Lexware Office tatsächlich überraschend intuitiv. Und das bedeutet nicht, dass wenn ich überhaupt gar keine Ahnung davon habe, wie Rechnungen, wie Buchhaltung funktioniert, dass ich damit klarkomme. Es gibt tatsächlich Buchhaltungsprogramme, die sind intuitiver, die haben aber bei weitem nicht den Funktionsumfang. Und deswegen muss man sagen, gemessen an der Größe und an dem Umfang dieser Software ist Lexware Office tatsächlich intuitiv und dir wird wirklich umfangreich geholfen. Ich habe so ein paar Testanfragen an den Support geschickt, da wurde mir weitergeholfen, aber ich meine vor allem auch das Ganze außenrum. Also es gibt Webinare, es gibt Videos, es gibt Hilfetexte, dass man eigentlich in den allermeisten Fällen auch weiterkommt, ohne dem Support schreiben zu müssen. Außerdem gefallen mir die Schnittstellen und die Integrationen von Lexware Office wahnsinnig gut. Und zwar hat man in der Buchhaltung ganz häufig das Problem, dass man zwar eine Software hat, mit der man seine Buchhaltung mehr oder weniger gut machen kann, aber die Buchhaltung ja kein isoliertes System ist. Das heißt, man hat irgendwie sein Ergebnis der Buchhaltung, aber dieses Ergebnis muss man ja irgendwie weitergeben. Entweder macht man seine Steuererklärung selbst und da hat Lexware Office eine Schnittstelle zu Smartsteuer oder man hat einen Steuerberater. Der Steuerberater arbeitet in den allermeisten Fällen mit Datev und da hat Lexware Office eine Datev-Schnittstelle. Und generell kann ich meine Daten auch einfach exportieren in allen erdenklichen Formaten und Paketen und Stückelungen und so weiter, dass man da in der Regel nie ein Problem hat, diese Daten, die man in Lexware generiert hat, irgendwie auch weiterzugeben. Außerdem gibt es einen ziemlich umfangreichen App Store, das heißt so Anwendungen, die eine direkte Integration gebaut haben zu Lexware. Und diese ganzen Schnittstellen machen einen tatsächlich die Arbeit deutlich leichter. Vollkommen egal, ob es nun Bankkonten sind, Zeiterfassungssysteme, Shopsysteme und so weiter. Das kannst du alles mit Lexware Office direkt verknüpfen und dadurch natürlich extrem Zeit sparen. Und einen ganz wichtigen Punkt möchte ich hier nicht ausklammern, und zwar gibt es in Deutschland Spielregeln, wie Buchhaltung auszusehen hat. Das sind die sogenannten GOBD. Und tatsächlich entsprechen nicht alle Buchhaltungsprogramme diesem GOBD. Das heißt, beim Buchhaltungsprogramm hast du unter Umständen im Hintergrund immer das Problem, dass die Software unter Umständen etwas falsch macht. Wenn du also gerade auf der Suche bist nach einem Buchhaltungsprogramm, achte bitte unbedingt darauf, dass die Software eine GOBD-Zertifizierung hat. Da kommt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, schaut sich die Software an und sagt, okay, diese Software entspricht dem deutschen Recht. Das heißt, mit dieser Software kann man eine GOBD-konforme, also eine ordnungsgemäße Buchhaltung machen. Und ein solches Zertifikat hat Lexware. Das haben aber bei weitem nicht alle Buchhaltungsprogramme, deswegen ist das natürlich auch ein großer Vorteil. Aber natürlich hat jede Software nicht nur Stärken, sondern es gibt auch immer noch Bereiche, wo ich sagen würde, da ist noch Luft für Verbesserung. Aber das möchte ich an der Stelle wirklich dazu sagen, bei Lexware ist das wirklich Meckern auf sehr hohem Niveau. Aber was man bei Lexware regelmäßig vermisst, sind zum Beispiel Fremdwährungen. Wenn du deine Rechnungen in einer fremden Währung, also in Dollar beispielsweise ausstellst, kannst du das mit Lexware leider nicht machen. Und du hast tatsächlich auch ein Problem bei Eingangsrechnungen, die in Dollar gestellt sind, weil diese Rechnungen kannst du nicht in Dollar erfassen. Du musst dann tatsächlich schauen, was ist der Umrechnungskurs, also was ist der Betrag, der da auf der Rechnung steht, jetzt gerade in Euro, und dann musst du das in Euro erfassen. Das ist super ärgerlich und ich muss sagen, so selten passiert das bei mir gar nicht, weil ich einfach diverseste Software-Tools kaufe und da bekomme ich ganz häufig einfach eine Dollarrechnung. Und da würde ich mir wünschen, dass Lexware da nachlegt. Eine weitere Schwachstelle ist, und an der Stelle muss ich dazu sagen, das ist bei nahezu allen vergleichbaren Online-Buchhaltungsprogrammen genauso, ist die Anlagenbuchhaltung. Das heißt, wenn du Investitionen im Rahmen deines Unternehmens machst, das heißt, du kaufst etwas ein, was du dauerhaft nutzt, wie zum Beispiel einen Firmenwagen oder einen Schreibtisch und so weiter, dann musst du dieses Anlagevermögen abschreiben. Das heißt, du teilst das Ganze über mehrere Jahre auf. Und tatsächlich hast du als Selbstständiger da extrem viel Gestaltungsmöglichkeiten. Sei es nun ein Investitionsabzugsbetrag oder eine Sonderabschreibung. Aber diese besonderen Abschreibungsmodelle kannst du leider
da nicht erfassen. Das heißt, wenn du das in Anspruch nehmen möchtest, dann musst du tatsächlich erst deine Buchhaltung machen, die Buchhaltung abschließen, dann überträgst du sie irgendwo hin, zum Beispiel in Excel, machst deine ganzen Berechnungen rund um die Abschreibung, ergänzt das nachträglich und dann kannst du erst anfangen mit deiner Steuererklärung. Das finde ich persönlich ein bisschen schade und ich würde mir wünschen, dass in Zukunft der ganze Bereich Anlagenbuchhaltung noch ein bisschen mehr Funktion und mehr Möglichkeiten bekommt, dass man als Lexware-Nutzer tatsächlich da auch die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten schon in der Software ausnutzen kann. Außerdem muss man an der Stelle noch dazu sagen, diese zusätzlichen Module, also Lohnabrechnungen oder das Bankkonto, finde ich zwar wahnsinnig spannend, die sind aber tatsächlich nicht inklusive in den klassischen Plänen. Das heißt, da entstehen unter Umständen Zusatzkosten und da musst du dir das Ganze mal durchrechnen, ob sich das dann auch noch lohnt. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine ganze Reihe an Mitarbeitern hast, dann steigen die Lexware-Kosten doch relativ schnell an und dann kann es tatsächlich unter Umständen dazu führen, dass es günstiger wäre, das Ganze einfach nicht mehr selbst zu machen, sondern an den Dienstleister abzugeben. Außerdem möchte ich an dieser Stelle noch einen Punkt erwähnen, der nicht wirklich ein Nachteil ist, den man aber auf dem Schirm haben sollte. Lexware Office ist optimiert für Selbstständige und für Freiberufler, nicht für Kapitalgesellschaften. Das heißt, wenn du eine komplexe, größere GmbH beispielsweise hast, dann wird Lexware Office ganz automatisch an die Grenzen stoßen. Und dann brauchst du unter Umständen vielleicht eine professionellere Lösung. Entweder gehst du zu einem Steuerberater oder du schaust dir zum Beispiel Agenda an. Wenn du eine einfache GmbH hast, dann kann tatsächlich Lexware Office trotzdem ausreichen. Und ich würde dir empfehlen, probier es auch auf jeden Fall aus. Du solltest aber auf dem Schirm haben, wenn deine GmbH irgendwann ein bisschen komplexer wird, in der Abrechnung, in der Buchhaltung, dann ist irgendwann Lexware halt nicht mehr das richtige Angebot. Wollen sie auch nicht sein, deswegen kann ich das jetzt Lexware auch nicht vorwerfen, aber nur damit du das auf dem Schirm hast. Wie gesagt, wenn du eine einfache Buchhaltung hast, dann kannst du tatsächlich auch mit Lexware deine Buchhaltung machen. Und damit kommen wir einmal zum Fazit. Meiner persönlichen Meinung nach ist Lexware Office vollkommen zu Recht der Marktführer, und zwar nicht nur der Marktführer, weil es die meisten Kunden hat, sondern weil der Funktionsumfang beeindruckend ist und weil die Qualität der Buchhaltung einfach gut ist. Ich habe ein paar Unternehmen und in 3 Unternehmen benutze ich tatsächlich Lexware Office für meine eigene Buchhaltung und ich kenne Lexware Office jetzt nicht nur von meinen eigenen Buchhaltungen, sondern auch, weil wir in der Kanzlei einige Mandanten betreuen, wo die Mandanten selbst ihre Buchhaltung in Lexware Office machen und wir einmal im Jahr uns die Daten übernehmen, den Jahresabschluss machen und die Steuererklärung erstellen. Und dadurch sehe ich natürlich nicht nur meine Buchhaltung, sondern auch die von ganz vielen Mandanten. Und was auffällig ist, dass die Buchhaltungen, die in Lexware Office erstellt werden, immer grundsolide sind. Und das kann nicht nur an den Leuten liegen, sondern es liegt auch an der Software. Und deswegen bekommst du von mir, wenn du selbstständig bist und deine Buchhaltung selbst machen möchtest, die eindeutige Empfehlung für Lexware Office. Wenn du jetzt noch dazu Fragen hast, dann schreib mir einen Kommentar und wenn du Lexware Office mal testen und ausprobieren möchtest, dann klick unten in der Videobeschreibung auf den ersten Link oder du klickst direkt hier oder du schaust dir einfach ein weiteres Video auf diesem Kanal an. Da gibt es ein paar Videos zu entdecken. Zum Beispiel das hier oder das hier.